Leute, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe der Skincare News bzw. meinem persönlichen Anti-Haul und heute würde ich mal mit den Drogerieprodukten anfangen. Altera, die Naturkosmetik-Eigenmarke von Rossmann, hat gerade eine Nordic-Serie gelauncht und darunter ist auch ein Nordic-Serum, das hauptsächlich aus Wasser, Ethanol und Glycerin besteht und auch noch parfümiert ist. Das ist für mich persönlich nichts, deswegen werde ich mir das definitiv nicht zulegen, da ich da einfach gar keinen Vorteil für meine Haut drin sehe. Und ich würde mir extrem wünschen, wenn man so langsam damit anfangen würde, milde Naturkosmetikprodukte rauszubringen. Also zumindest was die Eigenmarken betrifft. Ich denke, da sind wir schon weit genug, dass das eventuell möglich sein sollte. Ich finde es einfach super, super schade, wenn die Naturkosmetik-Eigenmarken hauptsächlich Produkte führen, die parfümiert sind oder eben hohe Mengen an Ethanol enthalten. Catrice hat auch einige spannende neue Sachen rausgebracht, die ich mir zugelegt habe. Ich habe auch einen kleinen Instagram-Post dazu gemacht und da hätten wir einmal diese wunderschöne BHA-Maske mit 1% Salicylsäure. Ich persönlich finde die Maske toll, die ist sehr, sehr angenehm auf der Haut und Salicylsäure kann talgregulierend wirken und entzündungshemmend wirken und auch hilfreich bei Rötungen sein. Und der 1% ist auf jeden Fall sehr einsteigerfreundlich, also wenn ihr schon immer mal Salicylsäure ausprobieren wolltet, dann schaut euch diese Maske unbedingt mal an. Sie ist sehr angenehm auf der Haut, lässt sich gut von der Haut wieder runternehmen und hinterlässt jetzt auch keinen komischen Film, nachdem man sie runtergespült hat. Ich benutze sie einmal in der Woche und kann euch jetzt leider nicht sagen, ob sie einen positiven Effekt auf meine Haut hat. Dafür teste ich sie einfach noch nicht lange genug, aber ich denke, eines Blickes ist diese Maske auf jeden Fall wert. Ich mache mal weiter mit dem Retinolöl von Catrice, das auch tatsächlich Retinol enthält und nicht irgendein Derivat und das in einer Konzentration von 0,2%, was ich definitiv als einsteigerfreundlich bezeichnen würde. Ich benutze dieses Öl vor allem abends, wundert euch nicht, ich drehe das Video an einem späten Nachmittag und gebe mir hier ein paar Tröpfchen in meine Creme mit rein und dann vermenge ich das und trage das einfach direkt auf die Haut auf. Ich musste mal mit Retinol so ein bisschen aufpassen, weil ich manchmal so meine Probleme damit habe. Aber wenn ich dieses Öl einfach mit einer Creme vermische, dann funktioniert das für mich persönlich ganz gut. Ihr dürft nicht vergessen, dass das eine Ölmischung ist, also ein Produkt auf Ölbasis. Und wenn ihr das einfach pur auf die Haut auftragt, dann fühlt es sich schon relativ schmierig und fettig an. Den Anti-Redness Primer habe ich mir auch zugelegt, obwohl ich jetzt nicht so der Primer-Mensch bin. Und das ist für mich persönlich auch nicht wirklich ein Primer, sondern ein ganz leichter Moisturizer, weil sich dieses Produkt nicht wie ein Primer verhält. Und es lässt jetzt auch nicht unbedingt das Make-up besser oder schöner aussehen, sondern es ist einfach wie eine super leichte Feuchtigkeitscreme, die unter anderem Tigergras und Allantoin enthält. Essence hat natürlich auch noch ein bisschen was rausgehauen, unter anderem diese Face Cream, die an sich ja ganz interessant klingt, aber die parfümiert ist. Und ich habe bereits die Hautpflege von Essence ausprobiert. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch oben in dem i. Und die ist mir einfach viel, viel zu stark parfümiert, was ich einfach sehr, sehr schade finde. Und es sind vor allem so extrem quietschige, fruchtig, blumige Düfte, die auch nicht so schnell von der Haut verschwinden und ständig in der Nase rumhängen. Also ich bin da kein großer Fan von und wünschte, dass man mal ein bisschen Abstand davon nehmen würde. Essence hat jetzt auch ein neues Hyaluronserum, das unterschiedliche Formen des Hyalurons enthält, was für Drogerieverhältnisse total krass ist, weil man das eigentlich total selten in der Drogerie findet. Aber es ist halt wieder parfümiert und eingefärbt und deswegen nichts für mich. Also falls ihr kein Problem mit der Parfümierung der Hello Good Stuff Sachen habt, dann solltet ihr euch dieses Hyaluronserum auf jeden Fall mal anschauen. Von Kylie gibt es jetzt auch ein neues Gesichtsöl, das Salicylsäure enthält und die Produkte bewegen sich preislich, glaube ich, zwischen 20
und 35 Euro. Und dieses Öl interessiert mich jetzt nicht so sehr, dass ich mir das unbedingt zulegen müsste, auch wenn da Salicylsäure enthalten ist. Ich finde es einfach zu dem Preis jetzt nicht so spannend. Ganz ähnlich sieht es mit der Emulsion von Sisley aus. Die kostet über 200 Euro und ich würde ehrlich gesagt niemals 200 Euro für diese Formulierung bezahlen. Die ist mir persönlich einfach zu basic und zu uninteressant. Klar wird sich das Produkt super angenehm auf der Haut anfühlen. Die Verpackung ist wunderschön und es wird auch sicherlich nach einem sehr, sehr teuren Parfum riechen. Aber da bin ich einfach raus. Ich will nicht für die Parfümierung oder nur für ein angenehmes Hautgefühl bezahlen. Mal davon abgesehen, dass meine Haut wahrscheinlich mit Pusteln auf dieses Produkt reagieren würde, weil ich so meine Probleme mit Duftstoffen habe. Daisy Perkins hat jetzt auch eine eigene Hautpflegelinie, die sich Daisy Skin nennt und die besteht, glaube ich, aus 2 Produkten, die ich beide relativ interessant finde. Es gibt einmal einen Toner, der einige antioxidative Pflanzenextrakte enthält und auch Ceramide. Das finde ich super, super spannend und würde es auch tatsächlich zu dem Preis ausprobieren, wenn ich denn daran kommen würde. Und sie hat auch noch eine Vitamin C Creme, die unterschiedliche Formen des Vitamin Cs enthält. Also es ist nicht nur reine Ascorbinsäure enthalten, sondern auch einige Vitamin C Derivate. Also das wäre auch so ein Produkt, das ich ausprobieren würde. Ich finde auch das Packaging sehr, sehr schön und die Produkte auf jeden Fall von den Preisen in Ordnung. Aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Deswegen kann ich die Sachen auch nicht wirklich testen. Das war's schon mit den Skincare News. Werdet ihr irgendwas von den Neuheiten ausprobieren? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!